Du willst dich auf einen DJ-Contest vorbereiten und du fragst dich, wie du das am besten anstellst? In diesem Video werde ich dir wertvolle Tipps und Tricks verraten, damit du dich bestens auf deinen Auftritt vorbereiten kannst und auch die Chance haben wirst, zu gewinnen. Viel Spaß! Hey liebe Freunde, was geht ab? Hier ist der Mike und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video sprechen wir mal über das Thema DJ-Contest. Und wenn ich mich so an mein DJ-Leben, an meine DJ-Karriere zurückerinnere, ich habe auch mal mit DJ-Contests angefangen. Das ist aber echt jahrelang her. Aber ich erinnere mich an einen Moment bei so einem DJ-Contest. Da war ich in Frankfurt in einem Club gebucht. Ich weiß noch, der war unter der Erde. Du musstest unter die Erde runtergehen. Und wir waren 10 DJs, die sich angemeldet haben und teilnehmen sollten, von denen dann nur 7 aufgetaucht sind. Glück für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann haben wir angefangen, Sets zu spielen. Ich glaube, es war eine Viertelstunde pro Person, wenn ich mich noch richtig erinnere. Aber ich war Gott sei Dank nicht als Erster dran. Das heißt, ich konnte mir auch mal einen Eindruck von machen, wie die anderen so sind oder was die anderen für Musik spielen. Und da war einer dabei, der hat Techno gespielt. Es war einer dabei, der hat ein House-Set gespielt. Ein Hip-Hop-DJ hatten wir auch mit dabei. Und irgendwann war ich dran und ja, ich hatte mir auch ein Set vorbereitet, habe dann aber, bevor ich angefangen habe, einfach mal durch den Club durchgeguckt, was da für Menschen da waren und habe gemerkt, hey, das sind komplett gemischte Menschen, ältere Generation, jüngere Generation, so dass ich mich spontan dazu entschieden habe, ein Mixed Music Programm zu haben, um zu versuchen, so viele Menschen wie möglich vom Geschmack mit meiner Musik zu begeistern. Und so habe ich mich von House Music über Pop Music, über Rock Music bis am Ende zu sogar ein bisschen Neue Deutsche Welle dazu durchgerungen zu spielen, damit am Ende auch alle mitsingen können. Und so habe ich die verschiedenen Menschentypen abgeholt. Und das mache ich heute auch noch so als mobiler DJ. Und vielleicht hilft dir das als Tipp, als Inspiration auch noch mit dazu. Nicht nur stur dein DJ-Set, was du für einen DJ-Contest vielleicht vorbereitest, durchzuspielen, sondern auch mal darauf zu achten, was für Menschen sind denn da überhaupt da, die du mit deiner Musik abholen kannst. Nicht, dass du Hip-Hop spielst und dann hast du nur so Schlagermamas da unten drin stehen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und in diesem Video gibt es jetzt mal 3 einfache, kurze Tipps für dich, damit du dich noch besser auf deinen DJ-Contest vorbereiten kannst. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber es kann dir hoffentlich weiterhelfen, dass du es einfach noch ein bisschen einfacher hast. Los geht's mit Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1. Dein DJ-Set vorbereiten. Wenn du dich auf einen DJ-Contest vorbereitest, solltest du dir im Klaren darüber sein, welche Art von Musik du idealerweise spielen möchtest. Möchtest du dein Set auf einen bestimmten Musikstil ausrichten oder eher eine Mischung aus verschiedenen Genres präsentieren, so wie ich es zum Beispiel damals auch gemacht habe? Gibt der Contest vielleicht aber auch bestimmte Regeln für die Musikauswahl vor? Sobald du das weißt, kannst du anfangen, deine Musikauswahl zusammenzustellen. Und es ist auch wichtig, dass du dir Gedanken darüber machst, wie du dein Set präsentieren möchtest. Möchtest du ein paar Mixe vorbereiten, indem du deine Lieder vorher für die Übergänge vorbereitest? Oder willst du lieber improvisieren, wie der Mike das damals auch gemacht hat? Also, welche Art von Übergängen und Effekten möchtest du idealerweise verwenden? Mein Tipp: eine gut durchdachte Setlist ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Performance. Übe und perfektioniere deine Techniken, bevor du auf die Bühne gehst. Tipp Nummer 2. Deine Technik für den DJ-Contest. Bespreche idealerweise mit dem Veranstalter, welche Technik du überhaupt benötigst und was gegebenenfalls auch vom Veranstalter für alle Teilnehmer gestellt wird. Stelle sicher, dass dein Laptop, dass dein Controller oder auch dein USB-Stick mit deiner Musik auf dem neuesten Stand ist und dass alles auch ordnungsgemäß funktioniert. Sorge auch auf jeden Fall für eine Backup-Lösung. Stelle sicher, dass du eine Kopie deiner Musik auf einem USB-Stick oder einer externen Festplatte auch noch dabei hast, falls etwas mit deinem Laptop oder deinem USB-Stick passieren sollte. Wenn du dir übrigens ein Backup-DJ-System
einrichten möchtest, wie du das kannst, erfährst du in diesem Video. Ich verlinke dir das mal hier oben mit rein. Tipp Nummer 3, und den empfinde ich als wirklich wichtig, die mentale Vorbereitung als DJ. Guck mal, um eine optimale Performance abzuliefern, solltest du vorwiegend eines sein: selbstsicher und vor allem auch gut erholt. Also sorge dafür, dass du mit dem richtigen State of Mind vor Ort bist. Wähle dein Outfit sorgfältig aus und überlege dir, wie deine Performance überhaupt aussehen soll. Ja, da darf man auch mal ein bisschen tagträumen, da darf man ein bisschen rumspinnen. Vielleicht hast du vorab auch schon einmal Zeit, den Wettbewerb oder auch die Location zu besuchen, um dir mal einen ersten Eindruck zu verschaffen, wie das dort aussieht, wie das abläuft, damit du ein ideales Gefühl dafür bekommst. Ich mache das auch oft. Bevor ich einen Gig spiele, male ich mir meinen Gedanken aus, wie sieht das aus. Also vorher google ich natürlich, um mir die Location mal anzugucken. Und dann stelle ich mir vor, wie läuft die Party ab? Wie bin ich dort? Wo stehe ich da? Weil ich habe einfach gelernt, um das bestmöglich zu erreichen, musst du schon mal da gewesen sein. Und das Dagewesensein darf auch einfach nur in deiner Vorstellung oder in deinem Kopf das erste Mal passieren. Das erleichtert vieles. Denn je sicherer du dich vor Ort fühlst, umso überzeugender kannst du am Ende auch dein Set präsentieren. Oh yes, das waren mal 3 einfache Tipps. Und wenn du diese Tipps befolgst, wirst du optimal auf deinen nächsten DJ-Contest vorbereitet sein. Vergiss nicht, dass es nicht nur darum geht zu gewinnen, sondern auch darum, deine Fähigkeiten zu präsentieren und vor allem auch Spaß zu haben. Sei immer offen für Feedback und nutze es, um dich für kommende Wettbewerbe immer mehr zu verbessern. So ein Contest bietet für dich auch die einmalige Gelegenheit, sich mit anderen DJs zu connecten und vor allem auch auszutauschen. Sei also offen und freundlich zu deinen DJ-Kollegen. Hab keine Angst, dich auf einen DJ-Contest einzulassen und zeig der Welt einfach mal, was du kannst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und wenn du Bock auf mehr DJ-Tipps hast, dann solltest du diesen Kanal hier auf jeden Fall abonnieren. Bis dann, mach's gut, der Mike.